Servus Leute, endlich ist es soweit. Mein ODR ist fest genug gefroren, dass ich drauf gehen kann. Nach war kalt und es ist meine Lieblingszeit, ODR-Season, Zeit, wo ich für euch YouTube-Videos auf meiner Eisfläche drehen kann. Let's go! So, wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich ist meine Eisfläche noch ein bisschen rau. Ich habe Schnee gestern draufgelassen, zu spät weggeräumt und es ist dann draufgefroren. Aber das ist kein Problem, weil die Übung, die wir heute machen, wir werden das Eis abhobeln. Und es eignet sich überragend aufs frisches Eis zu machen, weil man kann dann sehen, mache ich die Übung richtig oder mache ich sie falsch? Ich zeige euch, wie das geht. Das ist eine Übung, die sogar für viele Profis schwierig sind. Warum auch immer, machen wir sehr oft am Anfang unserer Powerskating-Einheit, vor allem wenn wir Kanadierbürgen üben. Und ich zeige euch, wie das ausschaut und dann, wie man das genau machen kann. Ich versuche mit meinem vorderen Fuß, ich hebe sie, drehe sie und versuche das Eis ein bisschen wegzuschleifen. Und warum ist das so wichtig? Ich meine, warum machen wir die Übung überhaupt? Na, jetzt zeige ich euch einen Kanadierbogen, einen engen, wie wir es mittlerweile nennen, Punch Turn, wie das dann ausschaut. Und wie ihr sehen könnt, genau diese gleiche Bewegung muss ich bei einem Punch-Turn machen. Das Bein heben, drehen und das Eis wegschleifen. Und warum habe ich gesagt, ist es so gut am Anfang des Trainingseinheit zu machen? Einfach weil man dann sehen kann, im Eis schleife ich das Eis richtig ab oder schleife ich sie falsch ab. Und jetzt werde ich euch einmal zeigen, wie man es falsch macht und dann den Unterschied im Eis vergleichen. So, das Ziel ist, dass man das Eis relativ gleichmäßig wegschleifen kann. Man sieht hier, dass es auch so ausschaut. Hier ist es ein bisschen zackelig am Anfang, aber im Grunde genommen relativ gleichmäßig. Jetzt sieht es hier, wie ich es falsch gemacht habe. Das sind richtige Zacken ins Eis. Kommen wir weiter hier rüber. Das ist ja echt krass. Da hat man auch gehört, wie mein Schlittschuh so zack, 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 zack macht. Gehen wir ein bisschen weiter. Hier ist das Eis wieder relativ schön weggeschliffen. Okay, meine Fläche ist relativ klein, aber ihr werdet sehen, wenn ihr es richtig gemacht habt, ist das Eis ziemlich schön weggeschliffen. Und vielleicht, wenn ihr es falsch gemacht habt, habt ihr diese riesen Zacken. Zickzacklinien im Eis. So, jetzt zeige ich euch, wieso viele Spieler und Spielerinnen mit dieser Übung Probleme haben. Es gibt ein paar Probleme. Achtet darauf, auf welcher Teil der Kufe aufs Eis zuerst geht, wenn ich das Eis abschleifen will. Vordere Kufe und dann kann ich mehr und mehr Gewicht drauf tun und die komplette Kufe aufs Eis. Aber als erstes kommt die vordere Kufe runter aufs Eis, vordere bis mittlere Kufe und dann die komplette Kufe. Was viele Spieler anfangs Probleme bereiten, ist, dass die mit den Fersen drauf gehen. Und dann bekommt man richtige Probleme, weil die Fersen sind dafür gedacht, richtig schön zu drehen, aber nicht um zu bremsen bzw. das Eis abzuschleifen. Das andere Problem ist oft der Kufenwinkel. Wenn man bremsen will, wenn man das Eis abschleifen will, darf der Winkel nicht zu krass sein. Das heißt, wenn ich meinen Fuß komplett so drehe, dann wird sich
meine Kufe ins Eis verhaken. Ich will das schön sanft mit ganz wenig Winkel wegschleifen. Also wenn ich hier 90 Grad habe, dann will ich vielleicht ein mini bisschen mehr, aber nicht annähernd so viel. Also ich zeige euch die zwei Fehler. Das ist Fehler Nummer 1. Vollferse, keine Chance, richtig hässlich. Und Fehler Nummer 2, vielleicht tue ich meine komplette Kufe drauf, aber die ist so angewinkelt. Meistens rotiert mein Knöchel voll nach außen. Das ist auch so suboptimal, dass ich das Eis nicht wegschleifen kann. Also vordere bis mittlere Kufe. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist überragend fürs Kantengefühl. So, wir gehen jetzt runter auf Eislevel, damit ihr ganz genau sehen könnt, wie meine Kufe sich verhält während dem gesamten Bewegungsablauf. Anschließend können wir das natürlich machen mit einer Scheibe. Jede Power-Skating-Übung, die wir gut ohne Scheibe machen können, sollen wir mit einer Scheibe auf jeden Fall machen. Im Spiel brauchen wir das auf. Und jetzt nehme ich den Puck immer auf eine Seite und auf der anderen Seite mit. Eine kleine Ausrüstungstipp, was euch vielleicht auch dabei helfen würde, das Eis ein bisschen besser abzuhobeln, statt euch drin zu verhaken, ist, dass ich finde, dass viele Spieler und Spielerinnen einen Schliff benutzen, die zu tief ist. Und wenn der Schliff tief ist, dann verhakt sich die Kufe eher ins Eis, anstatt zu rutschen. Natürlich müssen wir manchmal unsere Kufe ins Eis verhaken, zum Beispiel beim Kanadierbogen, beim Außenbein. Aber in diesem Fall, beim Innenbein, wenn ich das Eis abhobeln will, ist es schwieriger mit einer richtig tief geschliffene Kufe als mit einem Schliff, der etwas flacher ist. Das Thema Schleifen ist etwas für ein komplettes Video. Ich werde es sicherlich irgendwann mal machen, aber probiert es aus. Nächsten Mal, wenn ihr euch Schlittschuh schleifen lässt, fragt derjenige, der euch Schlittschuh schleift, ob er oder sie das einfach ein bisschen flacher schleifen könnte und schaut, ob ihr damit klarkommt. Man gleitet besser und kann das Eis besser abhobeln. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, finde ich, dass es besser ist. So, das war's für Power Skating Ice Shavers bei Marcel's Hockey School. Eine super wichtige Übung für euer Kanadierbogen und wir wissen, wie wichtig eine gute enge Kanadierbogen im Spiel ist, weil wir wollen keinen Drehkreis haben wie ein LKW. Ihr braucht nicht viel Raum dafür. Ihr könnt im Publikumslauf üben, in eurer Eisbahnen, im Eisstadion, wo ihr vielleicht ein bisschen Platz habt. Und natürlich, ich hoffe sehr, dass ihr viele von euch die Möglichkeit haben, auf ein ODR zu gehen. Also übt die Übung und dann wird euer Kanadierbogen richtig überragend werden. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.